Hallo und willkommen bei Capella Academy. Wenn ihr schon mal ein Harmonielehrerbuch aufgeschlagen habt oder selbst versucht habt, ein Arrangement zu schreiben, dann ist euch mit ziemlicher Sicherheit ein Begriff über den Weg gelaufen, der etwas ganz Böses darstellt. Quintparallelen. Nun gibt es eine ganze Reihe von Stimmführungsregeln und bei manchen ist auch sofort klar, dass sie sinnvoll sind. Zum Beispiel, dass man die Stimmumfänge der Chorstimmen bzw. Instrumente einhalten soll, für die man komponiert. Aber was ist jetzt so schlimm daran, wenn zwei Stimmen im Abstand einer Quinte parallel verlaufen? Bei Terzen und Sechsten ist das doch auch kein Problem. Quintparallelen treten dann auf, wenn in einem mehrstimmigen Chorsatz zwei Stimmen im Intervall einer Quinte zueinander stehen und sich dann gleich weit in die gleiche Richtung bewegen. Diese Konstellation ist genauso verpönt wie parallele Oktaven. Oder zwei Stimmen, die bei einer Tonbewegung die gleichen Töne singen, eine sogenannte Einklangsparallele. Um zu verstehen, woher dieses angebliche Verbot kommt, hilft ein kleiner Umweg in die Physik, um zu schauen, wie solche Parallelen wirken. Und danach ein kleiner Ausflug in die Geschichte, um zu verstehen, wie diese Wirkung lange Zeit eingesetzt wurde. Machen wir zu Beginn ein kleines Experiment. Ist die folgende Melodie einstimmig oder mehrstimmig? Halleluja. Okay, das war einfach. Wie sieht es damit aus? Halleluja. Und mit dieser Variante? Halleluja. Allen drei Beispielen liegt die gleiche Melodie zugrunde. Bei der zweiten und dritten Variante hat der Chor allerdings eine Oktave höher die Melodie verdoppelt und im dritten Beispiel zusätzlich eine weitere Stimme eine Quinte über der Ursprungsmelodie parallel gesungen. Man nennt diese Art zu musizieren Quintorganum. Sie war im Mittelalter ab dem 9. Jahrhundert weit verbreitet und wurde meistens improvisiert. Darum stehen die zusätzlichen Stimmen nirgends in den Noten. Man musste dafür ja nur die gleiche Melodie starr eine Quinte bzw. eine Oktave höher singen. Sowohl die Quinte als auch die Oktave zählen zu den vollständig konsonanten Intervallen. Was genau das heißt, erfahrt ihr in einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Diese vollständige Konsonanz führt zu einer besonderen Verschmelzungsfähigkeit der Töne. Das heißt, klingen Töne in diesem Abstand, lässt sich unser Ohr austricksen und fasst sie als einen Klang auf. Diesen Effekt nutzt zum Beispiel die Orgel gezielt aus. Da klingen mehrere Pfeifen gleichzeitig und trotzdem scheint die Melodie einstimmig zu sein. Der gleiche Effekt führt dazu, dass ein Quintorganum nicht wirklich mehrstimmig wirkt, aber es macht die Melodie kräftiger als ein einstimmiger Gesang und erlaubt mehrklangliche Abwechslung. Über lange Zeit war diese Art der Mehrstimmigkeit allgegenwärtig. Selbst 500 Jahre später, Ende des 14. Jahrhunderts, wo sich bereits eine echte Mehrstimmigkeit herausgebildet hatte, waren parallele Quinten noch allgegenwärtig. So ist es nicht überraschend, dass mit dem Übergang zur Renaissance dieser alte Zopf einmal abgeschnitten wurde. Jetzt waren eigenständige Stimmen gefragt, die sich unabhängig bewegen und sich gleichberechtigt zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Und da störte dieser alte Klang ganz offenbar. Daher gerieten diese Parallelbewegungen stark aus der Mode. Man vermied sie geradezu. So entstand auch diese Stimmführungsregel, die Einklangs-, Oktav- und Quintparallelen verbietet. Sie ist heute immer dann sinnvoll, wenn man ein Arrangement schreiben möchte, das sich am Ideal gleichberechtigter Stimmen orientiert und auf den mittelalterlichen Klangeffekt des Quintorganums verzichten möchte. Ganz ausgemerzt waren die Quintparallelen allerdings nie. Schon Mozart verwendete sie in bestimmten harmonischen Zusammenhängen, den sogenannten Mozart-Quinten. Und aus der Popmusik unserer Zeit sind sie als bewusst eingesetzter akustischer Effekt gar nicht wegzudenken.
Mit dem Verbot von Quintparallelen ist es wie mit vielen anderen Regeln in der Musik auch. Es gibt keinen Schiedsrichter, der sie kontrolliert, und manchmal gibt es noch nicht mal ein Falsch oder ein Richtig. Aber es ist eine gute handwerkliche Übung, beim Arrangieren ohne Quintparallelen auszukommen, schon damit man sie im richtigen Moment wirkungsvoll als Stilmittel einsetzen kann. Wenn ihr Lust habt, schaut mal in den Arrangier- und Harmonielehre-Kurs hier auf Capella Academy rein. Ansonsten freue ich mich immer über neue Abonnenten, über Likes und über Kommentare hier unter diesem Video. Musiktheorie ist nämlich viel spannender, als man denkt. Wir hören uns.